Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, der gute Samariter, der wir sind, ist noch immer im Pembroke Krankenhaus unterwegs. Wir müssen hier noch einige Medikamente gegen Erschöpfung austeilen. So, warte mal. Rakesh, den haben wir ja schon. Rakesh, Ramayan, Kutrapali. Da haben wir ja schon was ausgeteilt. Oh, ich finde es cool, dass die Sachen wieder spawnen. Warte mal, in die Richtung müssen wir rüber. Wir müssen die Stadt einfach heilen und Pembroke Krankenhaus, ja, das ist ja unsere Homebase. Da müssen wir einfach mal anfangen damit. Den haben wir auch schon geheilt. Der ist gesund. Tippets, ja, den würde ich nicht mitnehmen. Da drüben müssen wir hin irgendwie. Den haben wir auch schon geheilt. Milton, den will ich gern snacken. Okay, da ist einfach nur eine Reflexion. Wo ist denn die? Oh, Mr. Fiddick. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Immer das Thema mit der Operation, ne? Wo hat er sich gerade hingesetzt? Mr. Fiddick. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Ja, das schon. Aber zuallererst, ne, du siehst ziemlich erschöpft aus. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Ja, nimm einfach die Medizin. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Naja. Haben wir da noch was? Ne, wegen seiner Operation können wir nichts sagen. Nee. Alles Goodbye for klar? now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a book. So. Good evening, sir. Ja, moin Meister. Deine Mutter sieht ziemlich, ne? How is my son doing? Okay, da fehlen uns noch sehr viele Hinweise. So. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Okay, deswegen gebe ich dir keine Medizin. Nee, Medizin. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Natürlich. Fortunately, I can't say the same for this hospital. Das wird sich auch noch ändern, ne? Goodbye, Mrs. Goswick. So, haben wir noch wen, der... So, warte mal, da können wir aber... Theoretisch... Nee, warte mal, das müssen wir... Hier. Der holt sich... Oswald Thatcher. Den können wir leider nicht behandeln. Denn... Oder ist ja noch einer unbekannt überhaupt? Oha, wir kennen hier noch nicht alle im Pembroke. Vielleicht bei den Docs unten. Wir kennen im Pembroke Krankenhaus noch nicht alle. Und von den, Claycox, da wissen wir leider noch nicht so viel. Er gibt uns aktuell eine 700 EP. Oswald Thatcher. Und da drüben ist der Unbekannte. Oh, da ist die andere Person. Ich hab's mir doch irgendwie gedacht, dass die alle da draußen sind, ne? Ich würde über Clay echt noch gern Sachen herausfinden. Aber was? Da können wir nicht rein? It's locked, all right. Ach, come on. Okay, das ist gemein. Warum? Ich würde gerne mit denen reden. Können wir die belauschen? Ha.
von hier aus können wir sie belauschen. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. Look, we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Newton Blight heißt der andere und Oswald Thatcher. Darauf reden wir sie gleich mal an, ne? So, warte mal, bis die Tür zugeht. So. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Gegen Kopfschmerzen haben wir leider nix. Ihre Angst eingeschlossen zu sein? Warte mal, so viel haben wir mit dem noch nicht geredet, oder? Warum saßen sie fest? Why were you locked in that sewer? Ach, What der. happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Und worüber haben sie gestritten? Ne, Klaustrophobie? Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Okay, wir finden... Ich würde ihn halt ungern umbringen, ne? Aus welchem Grund auch? Worüber haben sie denn gestritten? Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Okay. Haben sie denn Arbeit? Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Ja, kein anderer, der im Krieg war, hat ansatzweise das erlebt, was du erlebt hast. Ne? Also du bist der Einzige, der schlimme Erlebnisse im Krieg hatte. Warum gehen sie nicht ins Krankenhaus? Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Also ich vermute mal, er war in Gefangenschaft, deswegen hat er auch Klaustrophobie davon. Reden wir mal über seine Angst, eingeschlossen zu sein. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Es sind die Schuldgefühle eines Soldaten, es war ihre Kindheit, sie waren verschüttet. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oha, über Newton haben wir jetzt auch was Neues rausgefunden. Was ist denn passiert, als sie eingeschlossen waren? Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Das muss halt echt grauenhaft sein, ne? Komplett dunkel und orientierungslos und oh shit. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie eine Klaustrophobie oder sonst irgendwas davon tragt. Schändliche Gedanken. Naja, okay, da wird jeder, glaube ich, ja, unchristliche Gedanken haben. Shameful thoughts.
Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Er hat's verraten, obwohl wir es noch nicht rausgefunden haben. Also wir müssen ihn noch darauf ansprechen. Oh, wir wissen alles über ihn. Wenn wir die Kopfschmerzen heilen, kriegen wir 1000 EP. Aber ich will ihn nicht töten. Sie haben etwas Furchtbares durchlitten. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Okay. Können wir mal über die Gefühle für Newton reden? Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Ja, ich bin froh, dass er kein Verbrecher oder sowas ist, ne? Weil meine Devise und mein Vorsatz hier im Spiel, man kann theoretisch, glaube ich, kriegt wahrscheinlich bestimmt auch eine extra Errungenschaft, das ganze Spiel durchzuspielen, ohne jemanden zu töten, außer die ganzen Stadtwachen. Aber ich will die ganzen Verbrecher, also wir werden stärker und können dadurch auch die Stadt zu einem besseren Ort machen und die ganzen Verbrecher töten, ne? Warum sollten sie sich schämen? Na, in Zeiten wie diesen von vor 100 Jahren, ich glaube, da war das noch ein bisschen ein anderes Thema mit Homosexuellen. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Ja, ich bewundere ihre Ehrlichkeit. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Ach, schön. Und wir müssen ihn nicht töten, weil er kein Verbrecher ist. Sehr schön. So, wir haben alles gefragt. Ein Hinweis fehlt noch. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Mhm. Newton. Wir wissen schon, wie du heißt und wer du bist. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Mhm. Sehr schön. Er ist auch gesund. Sehr schön. Erzählen Sie mir vom Krieg. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Kannten Sie Oswald schon vorher oder habt ihr euch dort kennengelernt? Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Na schön, ne? Der Krieg hat sie dann zusammengeschweißt. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was sie verbindet. Ich habe auch in Frankreich gedient. I fought in France too. I served as a field surgeon. But it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Es ist nicht irgendwie... Das Lazarett angreifen ist halt echt tief, ne? Warum bleiben Sie hier? Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Okay. Welches neue Detail?
Wurden lebendig begraben. Okay, Newtons Angst vor Ratten hielt ihn davon ab, seinen verschwundenen Freund zu retten. Warum kriegen wir bei ihm 3000 EP und beim anderen halt 1000, ne? Ich will ihn aber auch nicht töten. Gehen Sie zum Pembroke Hospital. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ich werde es versuchen. Haben wir noch ein paar... Oh, wir haben noch einige persönliche Fragen. Aber jetzt stell dir vor, ne, so ein Soldat und ein gestandener Mann eigentlich hat solche Angst vor Ratten, dass er seinen eigenen Freund nicht retten kann. Jetzt ist er am Schlachtfeld draußen und alles mögliche, keine Ahnung was, sieht eine Ratte und läuft schreiend und weinend davon. Das kann ich mir also null vorstellen irgendwie. Reden wir mal über die Rattenphobie. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, with fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ja, also echt wirklich krasse Traumata von denen, sowohl die Klaustrophobie als auch die Rattenphobie. Das muss man sich halt mal vorstellen, irgendwie lebendig begraben sein und dann nagen einen die Ratten an. Das ist alter Scholde, ne? Können wir dann gleich mal über Oswalds Trauma reden? Warum haben Sie keine Klaustrophobie davongetragen? Es war doch ziemlich, ja, auch für Sie dramatisch und Sie waren ja dabei. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Wie haben Sie denn überlebt? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald scheint schlimmer traumatisiert zu sein. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? Ja, zweimal lebendig begraben werden. Das in einem Jahr. Krieg ist was Tolles, ne? Ist richtig schön. Reden wir mal über Ihre Gefühle für Oswald Thatcher, ne? Echt mal über was Schönes reden und nicht nur die ganze Zeit über Tod und Krieg und lebendig begraben werden und Traumata und alles Mögliche. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Ich kann Ihnen nur zur Vorsicht raten. Nee. Genießen Sie Ihre Liebe. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Ja, du wirst das schon schaffen, ne? Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Mhm. Warte mal, neue Dialogoptionen haben wir ja nicht. Hallo, Karte? Jetzt. Ah, neue Dialogoptionen. Dr. Swansea.
Und mit Lady Ashbury. Oh, bei Lady Ashbury. Mich würde interessieren, ne? Wer war die Leiche? Weil sie hat ja gesagt, oder es haben alle gedacht, dass es diese Miss Milton oder wie sie heißt. Aber unter diesem Leichentuch muss sich jemand anders versteckt haben. Und jetzt ist die Leiche weg. Und wir konnten auch nicht runterschauen. So, Clay Cox, da müssen wir noch ein paar Sachen einholen. Gwyneth, ja. Milton. Tippets. Milton. Wo ist denn Ashbury? Die war irgendwo hier links runter, ne? Hä? Ja, hier muss irgendwo sein. Lady Ashbury. Ach, die wird in ihrem Zelt sein, ne? Die wird wieder in ihrem üblichen Zelt sein. Mal schauen, ob wir sie wieder erwischen, wie sie irgendjemanden aussaugt. Das war da vorne. Nee, der Vorhang ist offen. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? Ich spüre eine verborgene Bedrohung. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? Wer ist der wahre Mörder? Sie verschleiert etwas. If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans. Wissen Sie, wer es sein könnte? Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Na, dass dir niemand auf die Schliche kommt. Ja, ja. Oder du sagst das einfach nur so. Ich habe einen interessanten Skull kennengelernt. Oh, ich weiß nicht, ob wir von ihren erzählen sollen, aber sie müsste es ja kennen, ne? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget. And a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. Skulls können friedlich sein. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Ich weiß nicht, ob die uns anlügen. Ich weiß noch immer nicht, ob wir Lady Ashbury wirklich trauen können, ne? Sie verstecken sich vor allem und jedem. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. Ja, die redet halt so super abwertend, ne? Mittlerweile also nach der alten Bridget. Die war ja sehr, sehr sympathisch. Goodbye for now, my lady. Und nicht alle Skulls sind gleich, so wie nicht alle Icons gleich sind, ne? Jeder ist anders. So, wenn wir da gerade unterwegs sind, noch in Pembroke, würde ich mal mit Dotka reden. Weil wir müssen, bevor wir schlafen gehen, wir müssen dann einige EP verteilen, aber ich würde dann so viele Menschen wie möglich heilen in Bezirken, in denen wir bislang waren. Und dann haben wir auch mehr EP zur Verfügung und es wird auch der Gesundheitszustand der Bezirke mal endlich wieder besser werden. Dotka. Ach, er steht mal woanders. Sehr schön.
Abwechslung. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. So, warum will er allen über die alte Bridget erzählen? Ich würde das eher für mich behalten. Was ist der Ascalon Club? What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. Okay. Ich bin einem von ihm begegnet, ne? Also einem von ihnen begegnet. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Ja, aber dadurch, dass sich diese Skull-Seuche auch mit der Grippe wahrscheinlich verbreitet, schwierig, ne? Dürfte Lady Ashbury mehr darüber wissen? Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Das ist halt so nichts sagen, ne? Ich habe Harriet Jones gefunden. Sie lebt noch, Junge. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Sie kann sich kaum bewegen, also ich würde sie echt nicht herbringen. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Aber wer hat sie verwandelt? Das frage ich mich die ganze Zeit. Irgendjemand muss ja gedacht haben, die alte Frau, die muss sich in eine Skull verwandeln. Das passierte nicht von alleine. Oder es ist halt tatsächlich über die Grippe. Irgendwelche Forschungen der Bruderschaft? Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Alles klar. Kennen Sie eine alte Bridget? Does the name Old Bridget ring any bells? I've never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Er ist ein bisschen zu euphorisch, was Vampire anbelangt. A pleasure as always, Edgar. Krank ist er nicht, nie. Bei ihm passt alles. Eigentlich wollten wir in der Folge relativ viel heilen und durch die Stadt laufen, aber wir haben es zumindest mal, aber wir sind halt schon wieder am Ende der Folge angelangt, ne? Und ich muss mich echt mal ranhalten. Das war mit den Zeiten, also irgendwie halbwegs die halbe Stunde immer einhalten, weil, ja, bislang haben wir fast jede Folge maßlos überzogen. Deswegen werden wir jetzt auch schon schön langsam zum Ende kommen. Weil, wie gesagt, ich wollte ja das Pembroke Hospital mal komplett heilen. Wir haben jetzt mal alle geheilt, die wir heilen konnten, ne? Oh, warte mal. Machen wir das noch schnell. Weil wir müssen noch mal Medizin herstellen gegen Erschöpfung, gegen alles Mögliche. Und in der nächsten Folge, bevor wir schlafen gehen nämlich, würde ich noch gern so viele wie möglich heilen. Einerseits für die EB, andererseits damit sich der Gesundheitszustand allgemein nicht verschlechtert, ne? Weil immer beim Schlafen wären ja so oder so, wären ja so oder so mehr Leute krank und das will ich vermeiden.
Nehmen wir nochmal die ganzen Medizinsachen mit, die hier neu gespawnt sind, damit wir ein bisschen mehr herstellen können. Wir werden bestimmt nicht alle heilen können, weil wir eventuell das Rezept noch nicht haben oder die Zutaten gefehlt haben oder sonst irgendwas. Aber jeden, den wir heilen, hat eine positive Auswirkung, ne? So, gegen Erschöpfung definitiv mal. Blutarmut machen wir auch gleich mal. So, warte mal. Bronchitis. Ah, das ist halt teuer, ne? Lungenentzündung. Ja, machen wir gegen Blutarmut. Blutvergiftung. Erkältung. Bronchitis. Dann machen wir noch eins gegen Bronchitis. Eins gegen Erkältung. Da können wir schon wieder nichts machen. Da fehlt uns Codein und Nelkenextrakt. Wir haben zumindest eins. Und Behandlung gegen Erschöpfung. Erschöpfung ist halt so ziemlich das Wichtigste aktuell. Weil alle Leute sind erschöpft. Das heißt... Oh, warte mal. Haben wir da vielleicht noch was? Alles ausrüsten? Nee. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir uns weiter. Welchen Bezirk können wir als nächstes machen? Warte mal. Hier. Clay Cox, ja, hier mal alle so gut es geht geheilt. Das heißt, die Docs, ja, da kennen wir noch nicht so viele. Und da steht es noch relativ gut eigentlich. Enid gegen Kopfschmerzen können wir nicht. Erschöpfung können wir. Dyson Delaney, ne, der Besenvertreter. Und vor allem in... Taucht das vielleicht noch auf? Jetzt. Whitechapel, ne, 53. Erschöpfung, Erschöpfung, Erschöpfung. Erschöpfung, Erschöpfung. Der hat schon 3 Sachen, ne? Benjamin Palmer. Neuralgie. Okay, da können wir nichts machen. Blutarmut können wir was machen. Bronchitis können wir auch was machen. Und Erkältung. Das heißt, 5-mal Erschöpfung. Also wir können hier recht viel machen. Also wir müssen... In der nächsten Folge müssen wir definitiv nach Whitechapel gehen. Dorothy Crane wird überhaupt vermisst. Das ist richtig strange, ne? Weil, warum wird sie vermisst? Wir haben sie zwar gesagt, dass sie aufhören soll, aber sie wird komplett generell vermisst und das finde ich super, super strange. Ich glaube, sie wird tot aufgefunden werden. Und sie ist halt die Stütze vom Bezirk gewesen, also echt doof. Richtig, richtig doof, ne? Deswegen sind, glaube ich, auch so viele krank gerade. Weil nach dieser Nacht sind irrsinnig, irrsinnig viele Leute in Whitechapel erkrankt. Oh Mann. Oh Mann, man hat dazu rangezoomt. Naja, auf alle Fälle machen wir das in der nächsten Folge. Wir sind echt ein guter Samariter, aber wir müssen, ne? Wir müssen nicht, dass es dazu irgendwelche Ausschreitungen bekommt. Und außerdem gibt es ja nebenbei noch sehr, sehr viele EP für uns. Deswegen ab in die nächste Folge. Wir müssen einige Leute heilen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.